Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbaustein Benzinkutsche. Heute mal kein Review, heute fahren wir ein wenig durch Deutschland, es sind ein paar Kilometer und wohin die Reise geht, das werdet ihr natürlich erfahren. Viele Regenschauer und viele Kilometer später, 3 Stunden, für euch waren es ein paar Sekunden, für mich waren es echt 3 Stunden, ein dicker Stau mit dabei, bin ich an meinem Ziel angekommen und zwar, denke ich mal, kann ich das ja jetzt verraten, ich stehe in Paderborn und werde mal Steingemachtes einen kleinen Besuch abstatten, mal schauen, was der Johnny dazu sagt, beziehungsweise der Thorsten, die meisten wissen ja wirklich, wie er heißt. Dass ich heute kommen wollte, das weiß er, da habe ich mich angekündigt, aber eine Uhrzeit habe ich nicht verraten. Ist jetzt noch eine Viertelstunden, bis hier geschlossen wird. Ja, und ich würde sagen, wir steigen wir jetzt einfach mal aus und gehen mal rein. So, Steingemachtes, wie man das sehen kann. Ich halte jetzt einfach mal mit der Kamera mal ein bisschen drauf, dann gehen wir mal hier rein und dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Im Schaufenster geht schon gut los. Ich bin froh, dass meine Kreditkarte vielleicht noch so ein klein bisschen gedeckt sein dürfte. Corona geht uns alle an, also Maske auf und dann geht's mal los. Also ich sehe schon Steingemachtes mit einer Scheibe. Wunderbar. Wunderbar. Hier kommst du nicht mal ran und kannst Hallo sagen. Nee, wir sind hier sicher probieren und wir haben auch hier die Luftabwehr. Klar. Hier hat es schon einen dahin gerafft. Also hier scheint dann nachts, wenn der Laden zu ist, scheint das hier alles ein wenig Eigenleben zu entwickeln. Und hier wird mit harten und scharfen Waffen geschossen. So, jetzt ist es 16 Uhr. Jetzt hat der Thorsten dann mal so ein bisschen Zeit für mich. Ich denke mal jetzt. Wochenende. Ja, genau. Es war viel los in der Stunde, wo ich hier gewesen bin. Es ist eine wahnsinnig gemütliche Atmosphäre, so wie das viele Leute schon gesagt haben. Und man kann sich auch vorstellen, Wohnzimmeratmosphäre, Wohlfühlatmosphäre. Es gab ein Käffchen, ja, das haben wir natürlich hier nicht mitgefilmt. Na, und ich würde sagen, der Herr des Hauses, der führt uns jetzt hier mal so ein bisschen rum. Wir folgen ihm dann mal. Und darf er mal ein paar Worte sagen. Ein kleiner Rundgang. Ein kleiner Rundgang. Ich bin ja auch schon einmal kurz hier durch die heiligen Hallen gegangen. Also hier haben wir erstmal das Wichtigste, was eigentlich hier gar nicht in den Laden reinpasst. Wir haben hier noch so ein paar Reste von He-Man, diese Neuauflagen. Die habe ich eigentlich nur deswegen im Laden, weil ich die selber für mich haben wollte und ich musste die halt in dem großen Gebinde kaufen. Und jetzt verpingle ich sie mit ab. Also eigentlich. Dann haben wir hier so ein bisschen Technikbereich, was fernsteuerbar ist, die kleinen Sachen. Plus hier so ein bisschen Kadergedönse, dann hier unsere ganzen Wange-Sachen. Ja, Wange hat sich echt gut gemacht in letzter Zeit. Es kommen noch ein paar schöne Sachen dieses Jahr. Zum Beispiel eine chinesische Mauer kommt, die gefällt mir gut, da bin ich gespannt drauf. Die werde ich, glaube ich, auch mal selber bauen. Dann haben wir halt hier Keyplay und Cumin, klar.
Ja, viele neue Sachen auch. Die neue Polizeiserie ist cool. Da ist jetzt hier eine Polizeistation gekommen. Die ist echt super. Ich glaube, da werde ich mal Lego Versus Film drüber machen über das Ding. Dass ich mal die Polizeistation von Lego daneben stelle. Wir haben dann hier unsere Cherry Wall mit den ganzen Steinen, die man sich absortieren kann. Sieht momentan ein bisschen chaotisch aus, da haben sie heute wieder ein bisschen gewütet und ein bisschen absortiert. Ja, man hat's gehört. Das ist also auch ein sehr schönes Geräusch, wenn man hier so steht und sieht die vollen Kartons. Da kommen sofort Kinderzähne ja, hoch. Genau. Das klang aber dann immer so, wenn man mal aufgeräumt hat. Dann klang das immer so. Ja, genau. Und dann haben wir hier, das ist auch mal sehr beliebt, hier Fliesen in verschiedenen Farben als Grammware. Das ist natürlich auch geil, weil die sind ja bei Lego wahnwitzig teurer, wenn wir die bei Bricklink oder so holst. Ne? Das ist ja unfassbar teuer. Und dann halt hier die ganzen zerlegten, gemischten China-Sets zum Absortieren. Da sind viele da, die dann ihre alten Lego-Sets dann wieder zusammensuchen jetzt, wo sie aus den Dark Ages raus sind und merken, da fehlen ein, zwei Teile. Die verbringen dann teilweise 2-3 Stunden. Ne? Ja. Momentan aufgrund der Situation dann halt mit Gummihandschuhen. Ja, gut. Müssen wir alle mit leben, kommen wir nicht drum rum. Und ich denke mal, wir werden es überleben. Ja, da hoffe ich mal ganz schwer von aus. Ja, dann hier unsere rosa Eco Lila hier. Ja, damit auch die Mädels an die Klemmbausteine rangeführt werden, ganz wichtig. Es gibt ja immer Leute, die lästern dann hier mit den Figuren und mit den Farben und so, aber die Verkaufszahlen zeigen es halt, dass die Mädels, und auch wenn die hier reinkommen, die rennen sofort auf die Farbe los. Die wollen das einfach. Und wenn der Markt das will, dann müssen wir das denen bieten. Und einfach nur zu sagen, ja, die können auch mit dem anderen hier, aber wenn sie es doch nicht wollen. Ja, eben. Können sie ja nicht zwingen. Und vor allem, es ist auch was für alle dabei. Also hier so ein spitzenmäßiges Eisenbahnset. Also, es ist eine schöne Sache. Momentan eine der wenigen Bahnhöfe, die es überhaupt in irgendeinem Set gibt. Die Farbe ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht. Aber ja, aber das kann man ja modden. Das ist ja kein Problem. Genau. Ja, dann hier noch weiter ein bisschen Cumin. Hier meine heißgeliebte Racing-Car-Serie von denen. Mittlerweile habe ich sie leider alle mal gebaut. Das heißt, da habe ich nichts mehr. Ich hoffe, dass da noch was nachkommt. Ja, und hier ganz wichtig. Ja, das hatte ich vorhin schon gesehen. Also Fritz Roller. Ja, ohne geht ja nicht. Ohne geht gar nichts. Wie man auch sieht, ich vermute mal, also so die letzte Stunde. Naja, gut, ich gebe es zu, der Kasten war vorhin schon leer. Ja, aber eine oder andere trinkt hier auch mal ganz gerne. Dann hier halt aufgebaute Krane hier. Aus den Videos von mir dann schon kennt. Da wird das ein oder andere Set bei sein, was ihr auch schon im Video mal gesehen habt. Ja, ich glaube, das Kader ist so mit eins der ersten Modelle gewesen, ne? Das Motorrad, genau, das mit Beiwagen. war eines der ersten Technikmodelle, die wir damals so aus den Alternativen rausgebaut haben. Ne? Das war noch als China-Import, bevor ich selber dann damit gehandelt habe. Ja, Castle Grayskull. Ein sehr schönes Set. Bei mir steht es dann mittlerweile auch schon zu Hause rum. Fantastisch. Und wartet auf kalte Wintertage. Ja, also das ist wirklich, da wirst du eine Menge Spaß mit haben. Meiner Meinung nach eines der besten Klemmbaustandsets, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Und momentan auch mal wieder relativ günstig. Also ja. Beim großen Versender unter 200 € gerade. Das ist, wenn man das haben möchte. Also ich habe eben noch reingeguckt, da war es unter 200. Aber das ist ja bei denen immer Wasserstandsmeldung, ja. Mal so. Und dann haben wir hier weiter Technikgedönse. Ja, was wir hier so an verschiedenen Sachen dann haben. Aber ein bisschen dann hier, was wir an Schiffen immer so im Laden stehen haben, von Kobi. Da oben haben wir ausgepackt stehen. Kobi ist momentan ein bisschen gepflückt. Die haben so ein bisschen Lieferprobleme momentan. Ist nicht ganz einfach da alles zu kriegen. Die kommen halt mit der Produktion nicht hinterher. Ja, da kommen zum einen übermäßiger Erfolg und zum anderen Probleme durch die momentane Weltsituation halt zusammen. Ja. Und ja, das wirkt sich darin aus, dass das alles so ein bisschen schwierig ist, da momentan die Regale voll zu halten. Aber ein paar Sachen haben wir noch da. So 2, 3 Sets. Ja, so 2, 3 Sets kann ich hier. Ja. Im typischen Grün, im vertrauten Grün ja, genau. Kann man es erkennen. Hier habe ich vorhin schon festgestellt, also sollte es dann irgendwann mal soweit sein und wir müssen hinter der 2 noch einen Strich machen. Du bist gewappnet. Jo. Alles schnell zusammengeklemmt und dann rückt Paderborn aus. So sieht's aus. Den Truppenübungsplatz hast du ja auch nicht weit. Nicht vor der Tür. Ja, also hier die Königssieger. Also der hier, der hat definitiv hier vorne 5 Kilometer Luftlinie von hier auf dem Truppenübungsplatz gestanden. Augustdorf, ne? Nee, es ist, Augustdorf ist am anderen Ende von der. Das ist hier bei dem Springe Paradeplatz. Ja. Da haben die gestanden. Die ganzen Königstiger, die sie geben, weil sie da mal auf. Schön Propaganda hier. No. Idioten aller Länder, vereinigt euch, war damals da auf dem Platz. Ja, dann hier so die letzten Reste, was noch an Qingbao jetzt abläuft. Das ist auch alles nicht mehr viel los. Sembo fahren wir, als Suban fahren wir nach und nach auch immer mehr zurück. Weil meiner Meinung nach entwickeln die sich momentan ein bisschen schwierig.
Die Qualität wird zwar besser, aber die Preise steigen mehr als die Qualität. Und also da muss man immer gucken, was es von keinem anderen Hersteller gibt, das kann man sich dann gut von Subaru holen. So. Die Qualität ist mittlerweile akzeptabel, aber der Preis, also ich sag mal, den ihr Panzer hier so als Beispiel. Wo haben wir denn hier? Ja, 893 Teile, aber der kostet auch über 40 Euro. Ja gut, das ist dann... Das ist Obi-Preis. Renz, ja. Und dafür ist die Qualität aber nicht Obi-Qualität. Nee, das ist dann eher daran... nie so gut. Ja, das war so. Achso, ja, dann halt hier noch für unsere Kleinen, ne? Für die Nachwuchsklemmer haben wir dann ja hier so ein paar von den großen Steinen noch ein bisschen was. Ja, die Lego Duplo-Schiene. Für die, die es nicht kennen. Hatte ich übrigens am Samstag ein sehr schönes Video mit der Jessie aus der Schweiz. Grüße, Ja. Grüße in die Richtung. Wir Liebe haben Grüße dann, zurück. ja, haben dann Star Wars Sets in Mikroblocks. Und dann haben wir mal wirklich hergegangen, einen Duplo-Stein 2x4 und haben dann einen Mikroblock 2x4 draufgelegt. Also es war wirklich ein Staubkorn auf dem Duplo-Stein. Wobei das Coole ist ja hier, die sind ja, wenn du irgendwelche großen Sachen bauen willst, zum Unterfüttern, passen die ja zu den normalen Lego-Größen. Ne? Die passen, ja. Das ist eine coole Sache. Also da kannst du halt, wenn du irgendwie einen Berg bauen willst oder sowas, baust du halt mit denen, da ist ruckzuck ein großes Ding und dann verkleidest du das, das funktioniert echt gut. Das ist schon eine schöne Sache. Ja, und da sind wir dann eigentlich hier schon größtenteils eigentlich durch. Hier das Wichtigste, die Ohrensessel, damit man hier auch bequem sitzen kann. Das ist immer sehr beliebt hier bei den Ehepartnern oder Eltern, die halt selber gar nicht so für Klemmbausteine schweren, die sitzen dann meist hier ganz entspannt. Hier wird dann Oma und Opa dann ab, genau. Oma und Opa werden hier geparkt und dann. Ja, das ist dann irgendwo, wo sie drauf warten. Ja, und hier vorne haben wir ja so ein Schätzchen stehen. Das ist, glaube ich, was, wo viele drauf warten und viele sich die Hände auch nachlecken. Der Holger von Aussteller Lego-Fan, der hat es ja auch schon mal vorgestellt hier, ne? Der Kada Masters Italian Supercar wird so in 8 bis 10 Wochen auf dem deutschen Markt einschlagen. Und das ist ein richtig cooles Set. Wird, ich glaube, so um die 240 Euro wird das liegen. Mit einem Schwung Elektrik auch drin und alles. Das wird cool. Da gehe ich auch mal wieder dran und versuche mein Glück. Mal gucken, ob ich diesmal das Ding fertig kriege. Aber der Bruno, der Designer davon ist, der hat mir eigentlich versichert, das würde ich schaffen. Ich bin so ein bisschen in Kontakt mit ihm und habe ihn damals auch zusammengebracht mit Kada, die Zusammenarbeit angeschoben mit denen, die es auf der Messe in Nürnberg haben wir das damals angeschoben. Ja, und da steht jetzt quasi das uneheliche Kind dieser Gespräche, die wir damals geführt haben. Ja, dann würde ich sagen, dann gehst du jetzt noch mal nach hinten, holst einen Kaffee und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich baue es dann schon mal vor. Ja, da muss ich irgendwann jetzt die Tage mal bei. Ein bisschen graut mir vor. Ich habe ja echt noch so ein bisschen Schaden hier von dem da. Von dem blauen Monster. Ach so, ja. Ja, da habe ich so ein bisschen verbrannte Fingerkuppen noch von. Aber an Brunos Kreation werde ich mich dann nochmal wagen. Ja. Vielleicht heilt der mein Herz. Ja, das ist so momentan, was ansteht. Und ein paar Neuheiten kommen noch jetzt bis Weihnachten. Da kriegen wir noch ein paar neue Serien. Da kommt ein Modular von Cumin, da freue ich mich richtig drauf. Über 2400 Teile. Ein chinesisches Restaurant. Ja, ich habe schon die ersten Bilder davon gesehen. Da freue ich mich echt richtig drauf. Das wird, glaube ich, eine coole Nummer werden. Da wird für den einen oder anderen Modularbauer viel Spaß bei rumkommen. Alles Drucke, keine Aufkleber. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, ja. Das ist cool. Und da kommen ein paar andere schöne Sachen. Und ich weiß nicht, ob wir es dieses Jahr noch reinkriegen, aber was auf alle Fälle von Cumin kommt, wir kriegen eine Feuerwehrserie, die mit echtem Wasser spritzen kann. Oh! Ja, das wäre natürlich cool, wenn wir die für Weihnachten noch reinkriegen, dann könnten die Kinder dann halt mit den Sets, die sie da bauen, dann die Adventsgrenze ausspritzen. Irgendeiner muss den Baum abends löschen, ja. Da ist das eigentlich eine sehr gute Markteinführung. Und die freut sich eigentlich immer, wenn da echtes Wasser dann drin ist. Eben. Das ist, glaube ich, der Traum eines jeden Elternteils. Und quietschen muss es, quietschen. Quietschen ist auch gut. Quietschen muss es auch. Ja, also das sind so die Sachen, die dieses Jahr noch anstehen. Und auch ein paar Keyplay-Sachen für Erwachsene kommen noch aus einer chinesischen Museumsserie. Da hat Cumin mit dem Nationalen Museum aus Peking von der verbotenen Stadt zusammen Sets rausgebracht. Und die sind eigentlich exklusiv für den Verkauf da im Museum und da kriegen wir welche von. Da könnte sogar selbst ich nochmal. Ja, da ist zum Beispiel diese Löwen, die vor dem Palast stehen, der Palast als Modell und so.
Denn deine Technik sind meine Modulars, also meine Welt ist es ja nicht, irgendwelche Häuschen zu bauen. Ich bin da meistens fertig, wenn die Fassade steht, dann kann es bei mir ins Regal. Ja. Aber ich habe mir sagen lassen, es gibt wirklich Leute, die legen da wirklich sehr, sehr viel Wert auf Inneneinrichtung. Ja, und da bin ich ja derjenige, da hört es dann bei mir auf. Also, ja, dann bist du dann wahrscheinlich so ein Kandidat für Wange. Wange spart ja, sich ja die Inneneinrichtung. Genau. Deswegen solche Sachen wie das Brandenburger Tor oder Notre Dame. Das sind dann so meine Sachen. Ich brauche eine Hülle. Ja, baue ich auch gerne. Aber ich mag halt auch gerne diese verspielten Kleinigkeiten, die dann da drin sind. Weil das ist, bringt so ein bisschen Leben in die ganze Geschichte. Nee, das ist richtig. Damit wirkt es lebendig und nicht so statisch wie irgendwelche Sportwagen. Oder. Da kann ich mich dann mit begeistern und begeistern. Aber solange du dann hier nicht nur noch davor sitzt und spielst und die Kunden vernachlässigst, ich glaube, da können wir damit leben. Hier selber kommt man ja selber nicht zum Bauen. Das ist also es ist hier ist mal so ein bisschen wie der Diabetiker im Süßigkeitenladen. Ne? Man hat hier ganz viele tolle Sachen, nur man kommt nicht dazu, irgendwas damit zu machen. Ne? Man kann halt nur den Leuten dann den Spaß mitgeben. Wobei, ohne Scheiß, in so einem Laden zu arbeiten, ist eigentlich mit das Schönste, was man haben kann. Weil jeder, der hier reinkommt, kommt mit dem Grinsen hier rein. Also die kommen eigentlich alle glücklich hier rein, weil das ist ja, hier wird jeder wieder Kind. Ne? Also wenn du hier reinkommst, ob du 5 oder 70 bist, ist scheißegal. Wenn du wieder reinkommst, bist Kind. Und dann geht auch das Herz auf. Du siehst richtig, wie die Gesichter sich entspannen, wie die anfangen zu lächeln. Große Augen kriegen, das ist herrlich. Das macht richtig Spaß. Also man verkauft die Lebensfreude. Nee, also das durfte ich ja heute hier auch erleben. Also es ist jetzt keiner reingekommen und nee, was gibt's denn hier? Und also Kinderspielzeug oder so. Nee, also das war wirklich interessant. Kann man nicht anders sagen. Nee, also das macht dann schon wirklich Freude und Laune. Definitiv. Da weiß man wenigstens, wofür man es tut, wenn man dann diese... Richtig. Das ist wie zu Hause. Das ist, wenn es einmal lacht. Ja, ganz genau. Ich meine, klar, hat man auch so einen Moment, wo man sagt, warum hast du den ganzen Mist eigentlich angetan? Aber unterm Strich ist schon schön. Ja. So, auf alle Fälle. Und wie weit bist du mit deiner Eisenbahn? Außer grüne Platten leider, denke ich mal, können wir keine... Genau so weit. Ja, da werde ich aber bei Gelegenheit auch mal dran gehen. Wir kriegen dieses Jahr noch wieder Kasi-Züge rein und die werden dann auch in deutschen Verpackungen sein. Und dann werde ich da auch weiter welche von vorstellen, was ich eigentlich schon lange vorhatte, aber die waren ja immer so voll wieder ausverkauft, dass für mich keine übergeblieben sind. Und das haben wir ein bisschen größere Mengen bestellt. Dann kann ich auch wieder da welche von vorstellen. Das heißt, es wird auch bei mir demnächst wieder Zugvideos geben. Und dann auch die Eisenbahnlandschaft dann vorantreiben. Gut, ja, also du bist schon wesentlich weiter als ich, weil ich drohe auch seit einem Jahr damit, dass bei mir mal Züge fahren werden, aber... So weit bin auch ich da noch nicht gekommen, auch wenn sie bei mir regelmäßiger verfügbar sind. Aber momentan halt, muss ich sagen, hält der Tisch noch als Abstellfläche für alles andere her. Aber mittelfristig ist das geplant, dass da jetzt nächstes schon mal das Schienenrondell drauf kommt, dass man dann da die Züge fahren lassen kann. Und dann langfristig ist ja das Ziel, dass das dann auch so ein bisschen unterfüttert wird, wie du das bei deinem Präsentationsdisplay da hast. So diesen Bahndamm so ein bisschen. Nicht ganz so, weil das ist ja schon sehr... ausführlich und schön, aber schon so. Also ich habe mir ein paar tausend von den grauen Ronstads schon besorgt und zusammengesammelt, dass man dann schön ein Kiesbett auch bauen kann. Meine Finger tun mir jetzt schon, wenn ich daran denke. Ja, doch, das kann ich unterschreiben. Aber nee, das ist definitiv. Es kommt ja jetzt die kalte und nasse und dunkle Jahreszeit. Da hat man ja auch mehr Bock drauf. Sowas. Da freuen wir uns auch dran, glaube ich auch alle schon drauf. Ja. Definitiv. Dann kommt die ruhige Zeit, da können wir auch in Ruhe bauen. Ja. Das geht mir... Weil das Geschäft muss ich halt jetzt noch überstehen und dann die Messe wird noch mal interessant werden. Ich denke mal, da werden wir uns auch alle treffen. Ich will hoffen, dass wir uns da alle treffen. Also das wird spannend, ist auch für Zuschauer wieder so sehr, sehr interessant. Also einfach mal so als kleines Sneak Peek. Wir haben geplant, dass wir Live-Überschalten dann da von der Messe machen. Ja. Wir haben ja da eine YouTube- oder so eine Blogger-Lounge und da haben wir schon mit Holger von Alf und auch verschiedensten anderen. Werden wir uns dann da treffen, am Blogstar und so und werden dann da halt schön Live-Übertragungen machen und so Gesprächsrunden von da übertragen, um euch dann da so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, was es da alles Tolles gibt. Ich denke mal, zum einen Klemmbaustein und auch andere Sachen. Ja, ich denke mal, wir werden auch viele andere Sachen und auch viele Gesprächsthemen. Ja, werden wir davon, mit an der Hand. Da gucken wir uns das im Großen mal an. Genau. Was da dann alles los ist. Das wird gut. Nein, das wird gut, das wird gut, ist gut. Wir haben nur noch nicht ausgeklobelt, wer die Kiste Bier mitbringen muss. Also so weit sind wir, glaube ich, noch nicht gewesen. Ja, das kann man zur Not, glaube ich, sogar vor Ort noch regeln. Ja, obwohl, wenn das eine Lounge ist, dann hat sowas. Wir setzen mal voraus, dass da irgendwas drin steht. Ich glaube sogar, dass Bier da drin stand. Also andere Getränke, ja. Bier bin ich mir jetzt, weil ich ja selber kein Bier trinke. Kann ich gar nicht hundertprozentig sagen, aber ich meine auch Bier hätte da gestanden. Ja, siehst du. Ja, da muss man halt die Jungs da ein bisschen anspitzen, dass sie nachholen. Ja, wollte ich gerade sagen, wir müssen dann nur, da wären wir wohl einen Kellner oder so, also das kriegen wir hin. Und in dem Pressebereich auf alle Fälle, da gibt es Bier, das weiß ich. Also gehe ich als Presse hin und dann... Ja, du bist ja sowieso als YouTuber ein bisschen Presse, plus dann Blogger, das heißt, man darf sogar als YouTuber halt ein bisschen mehr Luxus genießen, als dass die Paper-Presse da
Siehst du? Also es ist wie immer in unseren Videos, wir können es nur wiederholen. Ne? Wir brauchen die Abos, wir hätten sie gerne, damit wir auch mal ein Bier in der exklusiven Gruppe trinken können. Wir wollen uns auch mal wir wollen mal berühmt sein. Wir wollen uns mal wie berühmte Leute. Genau. Wir erzählen auch erst später, dass wir mit Spielzeugen handeln. Ach nee, das ist ja auf der Messe, das ist ja bekannt. Ja, nee, das wird auf alle Fälle eine spannende Messe. Nein, da gehe ich von aus. Ich hoffe auch, ich gehe davon aus, dass es stattfinden wird. Die haben ja jetzt neulich die Caravan-Salon in Düsseldorf. Ja, in Düsseldorf ist der, ja. Ja, und der ist ja sehr erfolgreich gelaufen. Die hatten ein gutes Hygienekonzept am Start. Und es hat sich bewährt. Und ich hoffe, dass das jetzt auf die anderen Messen dann anwendbar ist, dass das auch so ein bisschen wieder ans Laufen kommt. Wir müssen ja irgendwie schaffen, mit der ganzen Sache zu leben und Normalität aufzubauen, trotz dessen. Und da ist dann, glaube ich, so eine Messe auch immer eine gute Sache, wenn man das dann, selbst wenn man nicht selber hin kann, aber dass man dann wenigstens sieht, was passiert da drauf. Ja, genau. Und ich denke mal, deswegen mache ich mir um die Messe auch wenig Sorgen. Es ist jetzt wirklich nur Fachpublikum und so ein bisschen was, so Gruppzeug wie wir, die da rumkrauchen, genau. Also ich denke mal schon. Es wird der eine oder andere Aussteller nicht kommen können, weil er nicht vom Auslandraum reinkommt, aber im Großen und Ganzen wird das eine spannende Geschichte werden. Wir werden den Laden übernehmen und dann... Wir werden alle eine Menge Spaß haben. Ja. Wir vor der Kamera, die Zuschauer hinter der Kamera. Genau so sehe ich das auch. Und wer dann Lust und Zeit hat, also wir haben das letztes Jahr auch so gehabt, dass wir uns in Nürnberg abends dann auch durchaus noch getroffen haben, auf ein Bier oder ein Schnitzel oder so. Mit verschiedenen Leuten da und da waren auch Zuschauer einfach bei, die gesagt haben, ja cool, ich bin sowieso gerade in der Ecke oder sowas, ne? Wo ist das denn immer so? Ja. Das war auch sehr, sehr nett. Also da hat man dann auch wieder tolle Kontakte geknüpft, Leute kennengelernt. Witzigerweise sind dann auch Leute, die vorher gar nicht so aktiv waren, dann hinterher da über die Schiene dann auch in die Klemmbaustein-Szene und in die Berichterstattung und sowas mit eingestiegen, die dann weder selbst YouTube-Channels gemacht haben oder Blogs aufgemacht haben, also das ist ganz witzig. Jo. Die wir noch da als Zuschauer kennengelernt haben, dabei sind es Kollegen. Ja, naja, es war ja bei uns auch nicht anders. Ne? Ich kannte dich ja auch, bevor du mich kanntest, bevor ich hier irgendwo in die bunte Welt der vielen kleinen Steinchen eingestiegen bin. Ja, hier steht er, da guckt ihn euch an, der Mann ist schuld, dass ich heute hier 300 Kilometer durch Regen und Wind... Ja, so. Nein, alles schön. Naja, was soll ich ansonsten sagen? Ich denke mal, wir haben uns den Mann hier angeguckt, der dieses Klemmbaustein-Imperium in Deutschland so langsam aber sicher aufbaut. Das macht er alles stillschweigend nach hinten raus. Wir haben uns den Laden, er hat ihn ja auch oft genug schon selber gezeigt, aber jetzt seht ihr, es ist also nichts gefaked, es gibt ihn, es ist nicht wie Bielefeld, also hier, das hier gibt es wirklich. Und so, denke ich mal, können wir auch eigentlich nichts anderes sagen, außer dass es schön war, dass ihr uns zugeschaut habt. Heute den Thorsten mal auf einem anderen Kanal, aber ich denke mal, er wird sich dieses Video eventuell sogar noch legalerweise illegal auf seinen Kanal rüberziehen. Das soll mir dann aber auch egal sein. Aber ich denke, ich verlinke da einfach auch mal hin und ja, wollte ich gerade sagen. Ich denke mal, deine Zuschauer wird es auch interessieren. Uns bleibt eigentlich nichts viel anderes zu sagen, außer dass die Batterie leer ist. Das ist genial. Setz live. Das ist genial. Gucke hier, da haben wir so lange. Ah, herrlich. Ich liebe Technik. Das ist, da war die Technik schon schneller zu Hause, als wir hier feiern. Das ist herrlich. Das schneiden wir aber nicht raus. Das lassen wir jetzt. Das müssen wir jetzt drin lassen. Ich fange jetzt aber von vorne an. Ich sage dann jetzt einfach nochmal vielen Dank, dass ihr eure Zeit genommen habt, dass ihr euch dieses kleine Video hier mit mir angeschaut habt. Ich wüsste Besseres zu tun, als mich anzuschauen. Nö, jetzt ist Feier. Ich halte sie jetzt einfach mal mit der Hand. Ah, das ist herrlich. Wir sollten das mit Nürnberg nochmal überlegen. Das kann nicht gut werden. Oh, es wird fantastisch. Ich bin mir ganz sicher. Ich mir auch. Also mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst das, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann dürft ihr natürlich auch gerne den Daumen nach unten nehmen. Dann seid aber so fair, schreibt unten rein, wo war das Problem, was hat euch nicht gefallen. War es vielleicht gerade dieser Mann, der euch nicht gefallen hat? Aber ein Daumen runter wird dann wahrscheinlich von mir sein. Ja gut, den nehme ich in Kauf. Du schreibst nur dabei, welcher das gewesen ist. Ja.